Grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage Ihnen was. Obwohl ich weiß, dass Sie das höchstwahrscheinlich selbst wissen, würde ich es dennoch gerne erwähnen. Viele Hunderassen, die derselben Kategorie angehören, die ähneln sich optisch sehr, haben denselben Phänotyp. Oder? Ja, weiß ich, dass Sie das auch wissen. Wir haben ja viele Kategorien und jede dieser Kategorien hat viele Hunderassen inne. Wenn wir zum Beispiel schauen bei den Terriern, die alle für die Baujagd entwickelt wurden, hauptsächlich, nicht alle, manche sind zu groß, wie zum Beispiel der Airedale Terrier. Oder die Forstehunde, die man für die Feldjagd einsetzt. Schäferhunde, die fürs Hüten und Treiben des Nutzviehs da sind. Die Herdenschutzhunde, die dieses beschützen und bewachen. Molosser hat nicht mehr die Aufgabe der Bewachung, des Beschützens, aber auch der Großwildjagd. Ja. Aufgrund derselben Aufgaben, welche sich die Rassen jeder Kategorie miteinander teilen, entwickelte sich in diesen Kategorien für die jeweiligen Aufgaben immer ein besonders geeigneter Phänotyp. Das ist der Grund, weshalb sich diese Rassen, die derselben Kategorie angehören, häufig optisch sehr ähneln, was noch lange nicht bedeutet, dass sie das auch charakterlich tun. Sie haben zumeist eine Basis, aber dennoch unterscheiden sie sich charakterlich oft voneinander. Nicht nur, weil es Individuen sind, sondern weil sie generell von der Rasse, auch wenn sie dem Rassestandard entsprechen, andere Charaktere vorweisen. Ja. Ich würde mir heute gern mal mit Ihnen die Molosser-Zwillinge ansehen. Wie meine ich das? Hunde in der Kategorie der Molosser paarweise präsentiert, die vom Phänotyp her, vom anatomischen, von der Optik her, als sehr ähnlich gelten, als Zwillinge durchgehen könnten. Schauen Sie, hier dürfen Sie nicht zu hart mit mir ins Gericht gehen. Selbstverständlich sind diese Hunde, die hier von mir als Zwillinge präsentiert werden, kein Abziehbild ihres Gegenübers, aber sie ähneln sich optisch, unterscheiden sich aber häufig charakterlich. Ich würde hier gerne einige Paare miteinander vergleichen, sie Ihnen als meiner Meinung nach Zwillinge in der Kategorie der Molosser vorstellen und etwas beschreiben. Zuerst die Anatomie und dann den Charakter. Vorneweg sei gleich gesagt, dass alle Hunde, die ich hier miteinander vergleiche, den Rassestandard perfekt vertreten. Anders geht's nicht. Ich habe das sehr häufig schon erwähnt, muss ich aber immer wieder, denn ich werde auch sehr oft angeschrieben von Menschen, die Rassen besitzen, welche ich beschrieben habe in meinen Videos, und die Leute sagen mir dann, dass ihr Hund völlig anders funktioniert als der Hund, den ich da in diesem Video beschreibe. Ja, liebe Zuseher, ich kann Hunderassen nur in einer Form beschreiben, wie sie der Rassestandard Ihnen beschreibt. Ich kann nicht auf jedes Individuum selbst eingehen, das ist unmöglich. Also, ebenfalls bei solchen Vergleichsvideos geht es nur, wenn ich mich an die strikten Rassebeschreibungen, wenn es um die Anatomie und den Charakter geht, halte. Anders funktioniert es nicht. Und das mache ich auch bei diesem Video. Also, legen wir los. Ich präsentiere Ihnen als erstes Zwillingspaar der Molosser, den Rottweiler und den großen Schweizer Sennenhund. Ja, klar ist der Rottweiler da in dieser Kategorie vertreten, ist ein Molosser. Hat viel Schäferhunde-Einschlag, ja, aber es ist ein Molosser. Ein herrlicher Hund. Mit dieser Rasse habe ich neben dem deutschen Schäferhund höchstwahrscheinlich am meisten in meinem Leben zu tun gehabt. Mit großen Schweizer Sennenhunden weniger, ich sah schon viele, aber persönlich kannte ich nie einen. Der Rottweiler zählt zu den neuen Gebrauchshunderassen der FCI und ist ein Top-Gebrauchshund. Der Sennenhund, ja, ehemaliger Zughund, Arbeitshund, ein Sennenhund, ein Molosser, wunderschön. Ähnliche Anatomie weisen beide vor. Sie werden ähnlich hoch, ähnlich schwer, sind ähnlich substanzvoll aufgebaut. Selbstverständlich muss man hier ein Auge zudrücken, wenn es um die Farbe geht, aber das müssen Sie auch tun bei den folgenden Paaren, möchte ich mal sagen. Doch, ähnliche Körperform, ähnliche Kopfform, wie gesagt,
auch gewichtstechnisch und größentechnisch ähnlich. Rottweiler beginnen, sagen wir mal, knapp unter 40 Kilo. Ich sah schon Rottweiler-Rüden mit über 70 Kilo. Der Bodo war ein Rüde mit 72 Kilo trocken und sein Bruder Hoss warf 68 Kilo auf die Waage. Ist mir persönlich für einen Rottweiler schon viel zu schwer, aber das waren die substanzvollsten Rottweiler, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Beide waren im Besitz meines ehemaligen Verbandspräsidenten, der züchtet, soweit ich weiß, auch heute noch. Auch große Schweizer Sennenhunde können ähnlich schwer werden und Sie haben schon mal einen solchen Brocken auf einem meiner Videos gesehen. Den Hund, den ich da präsentiert habe, der ist im Besitz einer Zuseherin meines Kanals. Ebenfalls ein Rüde mit um die 70 Kilo. Ja, doch sind sie meistens etwas leichter, aber 60 Kilo Hunde sind hier überhaupt keine Seltenheit. Ja? Auch schulterhöhentechnisch gehen sie ähnliche Wege, wobei der Rottweiler vielleicht 2, 3, 4 cm niedriger bleibt, als es der große Schweizer Sennenhund im Durchschnitt ist. Ja? Charakterlich unterscheiden sie sich schon mehr voneinander, möchte ich behaupten. Der Rottweiler ist mit Sicherheit der führigere Hund. Das ist ein Top-Gebrauchshund mit ausgeprägtem Will to Please, mit hoher Lernbereitschaft, der ziemlich hurtig unterwegs ist, wenn er einer Leistungslinie entspricht. Wenn ich mir die Kaiser-Steinbruch-Linie ansehe, das ist die berühmte Leistungslinie der Rottweiler-Zucht des Militärhundezentrums in Kaiser-Steinbruch, eine Rottweiler-Linie, um die uns die ganze Welt beneidet, ist so, die haben Top-Hunde. Ich sah sie schon 3-mal bei Veranstaltungen in Action. Also diese Hunde gehen bei der Schutzarbeit mit derselben Geschwindigkeit durchs Autofenster auf den Arm drauf wie jeder Mali. Super Rottweiler. Ist der große Schweizer etwas gemäßigter unterwegs als der Rottweiler, der ebenfalls nicht zu den triebigsten Gebrauchshunden zählt. Aber der große Schweizer ist hier schon auffällig ruhiger unterwegs, möchte ich sagen. Ja, es wird auch Rottweiler draußen geben, die in der Manier unterwegs sind, aber im Durchschnitt ist der große Schweizer mit etwas überschaubareren Trieb ausgestattet als der Rottweiler, wobei auch der Trieb beim Rottweiler überschaubar ist. Sie wissen schon, was ich meine. Der Rottweiler ist mit Sicherheit der bessere Gebrauchshund. Auch mit einem großen Schweizer werden Sie arbeiten können, wenn Sie großes Händchen und Gefühl für diese Hunde beweisen. Doch man weiß, dass der große Schweizer Sennenhund häufig mit relativ kapitalen Sturkopf, Dickkopf ausgestattet ist. Ja? Also nicht unbedingt der typische Gebrauchshund. Nochmal, mit jedem Hund kann man arbeiten, auch mit dem großen Schweizer, aber mit dem Rottweiler sicher besser. Beides sind für ihre Substanz, besonders der Rottweiler, recht sportliche Hunde. Ich möchte den Rottweiler, wenn es um die Sportlichkeit geht, vielleicht eine Kategorie höher ansetzen. Die Leistungslinie auf jeden Fall, doch auch die typischen Showlinien-Rottweiler sind vielleicht einen Ticken besser unterwegs in diese Richtung. Doch wenn Sie einen großen Schweizer erwerben, der ebenfalls aus einer eher sportlicheren Linie kommt, das ist oft ausschlaggebend. Die Linienwahl, die Zuchtstättenwahl, das wissen wir alle. Ja? Dann ist auch der große Schweizer ein recht sportlicher Hund. Bei diesem Hund müssen Sie allerdings ganz besonderes Augenmerk darauf legen, ihn im Welpenalter nicht zu sehr mit Bewegung zu überfordern. Das gilt für alle Molosser. Der große Schweizer hat auffällig häufig mit Gelenksproblemen zu tun. Ja, also 2 Top-Hunde, die sich meiner Meinung nach optisch sehr ähneln. Farbe außen vor lassen, ähnlicher Aufbau, ähnliches Gewicht, ähnliche Größe, verschiedene Charaktere, aber 2 Top-Hunde. Die nächste Paarung, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Bordeaux-Dogge und der American Bulldog vom Johnson-Typ. Ja, also wenn wir hier rein nach der Farbe gehen, und dann steht die Bordeaux-Dogge in der Kategorie der Molosser alleine da. Ja? Einzigartige Farbe bei den Molossern, möchte ich sagen. Aber mit viel Fantasie gehen die beiden für mich als anatomische Zwillinge durch. Hier musste ich zur Bordeaux-Dogge den American Bulldog des Johnson-Typs wählen, da er als einziger in Frage käme als Zwilling zur Bordeaux-Dogge. Ähnliche Kopfform, ähnlich körperlich aufgebaut, sie werden ähnlich groß, ähnlich schwer, wobei die Bordeaux-Dogge zumeist einige Zentimeter höher und einige Kilo schwerer wird. Beides Top-Molosser. Anatomische Ähnlichkeit, außer der Farbe, ja. Die Bordeaux-Dogge zählt zu den Hunden mit der geringsten Lebenserwartung der Welt, leider. Der American Bulldog ist ein recht robuster Molosser, der recht alt werden kann. Einer meiner besten Freunde hat schon den 3. Bordeaux-Doggen-Rüden unterhalb des 6. Lebensjahr
Jahres aufgrund von Herzproblemen verloren. Das ist ewig schade, was diese Hunde mit dem Herz zu tun haben, die Bordeaux Doggen. Da gibt es noch eine zweite Molosser-Rasse, die besprechen wir dann etwas später, die ähnliche Probleme vorzuweisen hat. Charakterlich recht heftiger Unterschied bei diesen beiden. Ich sage Ihnen mal, was ich finde, was die beiden charakterlich miteinander verbindet. Nun, wenn sie beide den typischen Rassevertreter darstellen, werden sie irgendwann mal, egal welchen von den beiden sie besitzen, einen tollen wachen Schutzhund zu Hause haben. Da fährt die Eisenbahn drüber. Sowohl beim Franzosen wie auch beim Amerikaner kann man einen gut ausgeprägten Wach- und Schutztrieb erwarten. Beide Hunde waren immer schon im Einsatz als Wach- und Schutzhunde. Die Bordeaux Dogge ganz speziell für solche Dinge, die nebenbei auch als Fleischerhund fungierte, indem sie die Karren, die voll beladen waren mit den Waren von den Metzgern, auf Jahrmärkte transportierte, die aber dann dort eben bewachte, beschützte. Der American Bulldog hatte als Nebenaufgabe die Bewachung und den Schutz der Großfamilie, in welcher der immer auf den Farmen lebte. Denn das war hauptsächlich ein Großwildjäger, ein Hüte- und Treibhund etc. etc. Doch wie gesagt, auch Wach- und Schutzaufgaben hatte er zu erfüllen und war immer mehr oder weniger im Einsatz in richtigen Familienverbänden, ja, mit Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, vielen Kindern und so weiter. Der American Bulldog war seit seiner Entstehung immer mit verschiedensten Aufgaben betreut, die eine Zusammenarbeit mit seinem Besitzer erfordert haben. Das war beim Bordeaux Doggen eher weniger der Fall, der natürlich auch seine Aufgaben hatte und mit seinem Besitzer zusammenarbeiten musste, aber niemals derartig intensiv wie es der American Bulldog musste. Im Durchschnitt. So etwas vererbt sich nun mal, liebe Zuseher. Das ist nun mal so. Der American Bulldog ist der Hund mit weit höherem Will to Please und zählt mit 2, 3 anderen Molossern für mich zu den besten Gebrauchshunden unter den Molossern. Alle 3 Typen des American Bulldogs. Hier der Johnson, dann gibt es noch den Hybrid-Typ und den Scott-Typ, den leichtesten. Den hören wir heute auch noch. Ja, ähnlicher Aufbau, ähnliche Anatomie, ähnlicher Phänotyp, ja. Andere Charaktere, der führigere Hund mit Sicherheit der Amerikaner, besser zu trainieren, besser mit dem Hund zu arbeiten. Thema Wach- und Schutzhund nehmen sich beide nichts und beide sind fantastische Familienhunde. Wobei ich beim Thema Familienhund, Großfamilie, kinderreiche Familie, dem Amerikaner einen leichten Vorteil gebe, da diese Hunde meistens in riesigen Familien gelebt haben. Und nochmal, das ist nun mal was vererbt wird, charakterlich. Das ist bewiesen, das ist nun mal so. Ja. Doch auch die Bordeaux Dogge ist ein toller Familienhund, ein typischer Molosser, hohe Reitschwelle, bietet sich an für etwas herumtollende Kinder. Selbstverständlich gehören die Hunde gekonnt erzogen, gekonnt gehalten, an Kinder herangeführt. Das ist immer so. Ja, also Bordeaux Dogge und American Bulldog des Johnson-Typs, 2 Molosser, die für mich als Zwillinge gelten könnten. Die nächsten sind der Continental Bulldog und der deutsche Boxer. 2 Bulldogs, ein Schweizer Bulldog und ein deutscher Bulldog. Ist so. Sowohl der Continental Bulldog ist ein echter Bulldog, aber auch der deutsche Boxer ist ein echter Bulldog. Und das ist der Grund, weshalb er hier in der Kategorie bei diesem Vergleich auch mitwirkt. Denn Bulldoggen sind Molosser. Ergo, deutscher Boxer, deutsche Bulldogge, Molosser. Ja. Den ersten Continental Bulldog meines Lebens sah ich vor etwa 10 oder 11 Jahren. Auf Ausstellungen wären sie mir nie aufgefallen. Fragen Sie mich nicht, wieso. Da war ich mit meiner Frau einkaufen. Mir kam ein Hund entgegen. Ich dachte mir, das ist ein Boxer. Aber ziemlicher Knecht. Ja, je näher kam, ich fragte die Besitzerin, Verzeihung, das ist aber kein deutscher Boxer, oder? Meinte sie, nein, das ist ein Continental Bulldog. Und wir kamen ins Gespräch. Ein Hund, der extreme Ähnlichkeit zu deutschen Boxern vorgewiesen hat. Nur war er etwa 5 oder 6 Zentimeter niedriger, dafür etwas substanzvoller gebaut. Wahnsinnig toller Hund. Deutscher Boxer, ja, eine meiner Lieblingshunderassen. Eine meiner besten Hundefreundinnen war eine deutsche Boxerhündin, braun gestromte Puppe. 4 Jahre, als ich zur Hauptschule ging, habe ich sie fast täglich am Weg in die Schule getroffen. Wahnsinnig kinderliebe Hündin, dafür sind die deutschen Boxer ja berühmt. Und am Platz hatte ich natürlich mit vielen deutschen Boxern zu tun. Ein Hund, der dem Conti sehr ähnelt und umgekehrt. Nur ist der deutsche Boxer höher und wirkt etwas schlanker. Also ähnliche Anatomie. Conti kleiner, mehr Substanz. Deutscher Boxer etwas höher, etwas schlank, athletischer wirkend. Und charakterlich unterscheiden sich beide. Ich sage Ihnen was.
Beginnen wir mal mit dem Conti, denn der ist, wenn es um den Rassestandard geht, speziell um den charakterlichen, ja eigentlich nur um den charakterlichen, ein Sorgenkind von mir. Die Schweizer versuchten ja mit dieser Hunderasse den alten britischen Bulldog, wie er im 18. und 19. Jahrhundert vorkam, wiederzubeleben. Ja, das gelang ihnen optisch sehr gut, möchte ich sagen. Wenn man sich da alte Bilder, alte Gemälde ansieht von diesen ursprünglichen Bulldogs, ist das den Schweizern recht gut gelungen. Ja. Doch versuchten sie genauso bei der Erschaffung dieser Rasse sämtliches Feuer, das die alten Bulldogs vorgewiesen haben, und das haben sie, wie man lesen kann, aus dem Continental Bulldog, also dieser neuen Bulldog-Rasse, herauszufiltern, auszuradieren. Sie wollten einen Hund erschaffen, der zwar die Äußerlichkeit dieser alten, wirklich Kampfbulldoggen besitzt, aber das Wesen eines Flöckchens hat. Mit fehlendem wachen Schutztrieb, fehlender Kampfeslust und so weiter. Gelungen ist ihnen das nicht wirklich, denn ich kenne recht viele Contis. Einige von meinen Zusehern sind Besitzer von Contis und auch einer meiner besten Dog-Special-Freunde, der Dirk, ist seit 5 Jahren mit einem Continental Bulldog unterwegs, mit dem Leo, und diese Hunde entsprechen charakterlich dem Rassestandard alle nicht. Ja? Einige sind da dabei, die sind extrem kampflustig und stellen perfekte Wach- und Schutzhunde dar, und diese Eigenschaft, guter Wach- und Schutzhund, sollte dem Conti eigentlich eher fehlen, laut Rassestandard. Ja? Auch Kampfeslust sollte nicht so sein Ding sein, doch diese Contis haben das alle. Ich kenne zwar 2 Contis, die sind fromm wie Lämmchen, aber ich habe auch Kontakt mit Leuten im Besitz von Contis, die sind genau das Gegenteil. Deswegen sage ich, also dieser Rassestandard, dieser erwünschte Rassestandard, ist ihnen nicht ganz gelungen. Also da schlägt schon häufig dieser alte Bulldog durch. Ja. Deutscher Boxer, herrliches Wesen, oder sehr berühmt für seine natürliche Kinderliebe, gilt für mich neben den Bull-Terrier-Rassen als der beste Kinderhund der ganzen Welt. Das werde ich immer behaupten, davon bin ich felsenfest überzeugt. Diese Meinung, meine Meinung wird niemals wer erschüttern können beim deutschen Boxer. Leistungskanonen, einer der leistungsfähigsten Hunderassen der Welt. Man hat das gesundheitlich mit der extremen Kurzschnäuzigkeit schon wieder etwas gut gemacht, möchte ich sagen. Ich weiß, dass es hin und da mal Probleme mit der Pumpe, mit dem Herz beim Boxer gibt, aber wenn sich aus einer guten Zuchtstätte einen guten Boxer erwerben, ich möchte Ihnen sagen, der spielt ganz oben mit bei der Leistungsfähigkeit, wenn es geht um Geschwindigkeit, um Power, Pound for Pound Power, ja, um Beweglichkeit, zack, zack, zack. Deutsche Boxer sind gute Athleten. Herrliche Gebrauchshunde, und wir wissen alle, dass der deutsche Boxer zu den neuen Gebrauchshunderassen zählt und häufig nicht alles ganz so ernst nimmt wie seine anderen 8 Gebrauchshunde-Klassenkollegen, also die anderen 8 Rassen. Das wissen wir. Doch, ich versichere Ihnen, wenn Sie als Halter eines deutschen Boxers Ihren Hund davon überzeugen können, dass jetzt Ernsthaftigkeit gefragt ist in der Situation und Ihr Boxer sich davon überzeugen lässt, dann ist das ein Top-Gebrauchshund und steht den anderen 8 Gebrauchshunderassen am Platz, weder bei der Unterordnung noch der Schutzarbeit oder der Fährtenarbeit irgendwie nach. Ganz im Gegenteil, das sind Top-Gebrauchshunde, und ich erlebte schon die herrlichsten Arbeiten am Platz mit deutschen Boxern. Wirklich. Der Spieltrieb, der knallt manchmal ziemlich extrem durch beim Boxer. Aber das ist alles eine Sache, die man handeln kann. Ja, charakterlich unterscheiden sie sich. Der Conti, ein entzückendes Wesen, aber oft nicht so lieb, wie man ihn gerne haben möchte, also die Erschaffer ihn gerne gehabt hätten. Der deutsche Boxer, entzückendes Wesen, der auch Kampfeslust aufblitzen lassen kann. Hören Sie, das ist ein Bulldog, das ist nun mal so, hat eine dunkle Vergangenheit hinter sich und der weit bessere Gebrauchshund. Mit einem Conti am Platz zu arbeiten wird nicht einfach sein. Echte Bulldoggen können oft dickköpfig sein, obwohl der deutsche Boxer ebenfalls ein echter Bulldog ist, für mich zumindest, ist er das weniger. Also einen hohen Will to Please, eine große Lehrbereitschaft und ist mit Sicherheit, ja, ganz klar, wenn es geht um die Trainierbarkeit, dem Conti weit überlegen. Beide sind recht sportliche Hunde, mit denen sie sehr viel unternehmen können, doch für die wirklichen Outdoor-Sportler würde sich der deutsche Boxer besser eignen. Also, Zwillinge, Conti, deutscher Boxer, gehen sicher als Zwillinge durch. Ja, wunderschöne Hunde. So, die nächsten, da werden wir schon etwas größer, etwas schwerer, sind der Mastiff und der Bernhardiner. Ja,
Der Mastiff und der Bernhardiner, völlig egal, ob es der kurzhaarige oder der langstockhaarige Bernhardiner ist, das sind zwei Hunderassen, die zu den größten der Welt gehören, auch zu den schwersten der Welt. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, ich hatte mal die Ehre, auf der Welthundeausstellung in Tulln einen 100 Kilo Mastiff-Rüden an der Leine zu führen, als seine Besitzerin aufs WC gegangen ist. Als ich mit dem da immer 10 Meter auf und ab gegangen bin, lichteten sich vor mir die Reihen. Das war gigant. Ein Monster mit so einem Kopf, wie ein Ochse. Ja, Es gibt auch 100 Kilo oder noch schwerere Bernhardiner. Dass es hier das Ganze gesundheitlich nicht mehr wirklich förderlich ist, ja, und dass wir da weit entfernt sind von irgendwelchen Leistungskanonen, das muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Da ist einfach zu viel Gewicht. Ich habe mich aber hier bei diesem Bild für einen ausgesprochen athletischen Mastiff entschieden, weil es auch leistungsfähigere Linien gibt. Also es laufen da nicht nur da draußen diese Hunde in Mount Everest Form, also Mount Everest substanztechnische Hunde umeinander. Sie wissen schon, was ich meine. Solche Überbrocken umeinander. Es gibt auch sportlichere Mastiff-Schläge, also Typen. Selbe gilt für den Bernhardiner. Ich kannte einen Rüden mit 65 Kilo, er war recht hurtig unterwegs. Phänotypisch ähnlich, beide, ganz klar. Schauen Sie, wenn man die Farbe außen vor lässt, ähnlicher Kopf, ähnlich groß, ähnlich lange Wirbelsäule, ähnlich schwer, auch charakterlich ähneln sich die beiden. Ja. Und ich sage Ihnen was, würde man den Bernhardiner Old Swiss Mastiff nennen, würde es auch passen. Beide Hunde stellen exzellente Wachhunde dar, im Erwachsenenalter, wenn sie ganz reif sind, ja, und sehr gute Schutzhunde, oder sagen wir so, effektive Schutzhunde. Ich kann bei beiden nicht von fantastischen Schutzhunden sprechen. Ich habe das schon oft begründet. Schauen Sie, beide Hunde sind im Normalfall, die typischen Rassevertreter, nicht mit dem größten Will to Please ausgestattet. Wenn solch ein Hund einmal davon überzeugt ist, seine ganze Macht dafür einzusetzen, sie zu beschützen, dann sind die häufig nur schwer von diesem Vorhaben wieder abzubringen. Ein fantastischer Schutzhund ist es für mich dann, wenn ich dem Hund in solch einem Vorhaben auch gleich wieder abrufen kann. Und dazu zählen die beiden meiner Meinung nach nicht. Aber effektive Schutzhunde, ja, wenn sie nur, ja, weiß ich nicht, das Ergebnis im Sinn haben, ja, sind die beiden natürlich schon. Ja. Tolle Familienhunde, hohe Reitschwelle, sehr überschaubare Triebigkeit, wenn sie genug Platz haben, Haus mit Garten oder eine riesige Wohnung, ja, toll. Auch für die Haltung in einer kinderreichen Familie geeignet. Wie gesagt, hohe Reitschwelle und so etwas eignet sich natürlich immer für herumtollende Kinder. Selbstverständlich, und das sage ich immer wieder, gehören auch diese Hunde in diese Richtung hin absolut korrekt und gekonnt erzogen. Ja, aber nochmal, gehen für mich als anatomische Zwillinge durch, der Old English Mastiff und der Bernhardiner. Auch charakterlich ähneln sich die beiden sehr. Nächste Paarung sind der von mir sehr geliebte Tosa Inu und der Broholma. Der Tosa Inu, der japanische Sumo-Hund, Sumo Dog, Sumo Inu, japanische Mastiff, und der Broholma. Den Tosa Inu habe ich selbst besessen, allerdings nur kurze Zeit. Mein Shiro ist im Alter von 10 Monaten verstorben aufgrund einer mysteriösen Krankheit. Seine Geschwister erlitten diese Krankheit nicht. Ich möchte da nicht zu viel ins Detail gehen. Das tut immer noch etwas weh da drin. Eine fantastische Hunderasse, auch der Broholma, der dänische Königshund, eine fantastische Hunderasse. Ich möchte sagen, dass der Tosa mit Sicherheit einer der Molosser ist, der zu den anspruchsvoller zu haltenden Molossern zählt, ja, als vielleicht einige andere in dieser Kategorie. Das sind nicht immer ganz einfache Hunde, individuell, ja, aber ein typischer Tosa, und hier speziell die Rüden, die können schon sehr kantig sein. Ja. Sehen wir uns mal die Anatomie der beiden an. Wissen Sie, was hier eine Besonderheit ist? Und zwar das. Beim Tosa gibt es recht verschiedene Linien. Wir haben da draußen Tosas, die sind sehr substanzvoll, haben recht faltige Haut, kratzen an der 100-Kilo-Marke. Also das sind riesige Flugzeugträger. Und es gibt aber auch Linien, die recht schlanke, recht leichte Hunde mit 55, 50 Kilo vorweisen. Der Broholma ist hier gefestigter. Also wie gesagt, beim Tosa gibt es Linien, die sich untereinander überhaupt nicht ähnlich sehen. Da glauben Sie, das sind zwei verschiedene Rassen. Glauben Sie mir, ich habe das gesehen.
Speziell zu Zeiten, als ich auf Suche nach dem Tosa Ino war, bevor ich mir Giro geholt habe. Ja, da habe ich genug recherchiert. Ja. Der Broholmer ist hier gefestigter, der fährt eine geradere Linie. Sie werden selten einen Broholmer finden, der dem anderen nicht wirklich ähnlich sieht. Ja, also die sind hier ausgeglichener. Wenn Sie sich jetzt einen Tosa ansehen, der etwas leichteren Linien, dann möchte ich sagen, dass schon starke Ähnlichkeit, anatomische, vom Phänotyp her, besteht zum Broholmer. Ähnlich groß, ähnliche Farben, ähnlich. Ja. Das Fell ist ein bisschen anders, der Broholmer hat vielleicht etwas längeres Fell, auch einen anderen Fang, andere Kopfaufbau, aber unter den Molossern, wenn man hier Zwillinge sucht zu beiden, würde ich die beiden als Zwillinge präsentieren. Sie verstehen schon, was ich meine. Charakterlich gehen sie mehr auseinander als optisch, möchte ich sagen. Der typische Tosa ist der weitkantigere Hund. Ich bin davon überzeugt, dass der Broholmer führiger ist. Schauen Sie, beide sind typische Molosser, charakterlich. Beide. Beide weisen viele typische Molosser-Eigenschaften vor, charakterlich, wenn sie erwachsen sind. Aber der Tosa macht das alles mit ein klein wenig mehr Feuer, mit ein klein wenig mehr Pep. Der Tosa ist der etwas, unter Anführungszeichen, wildere Molosser. Der Broholmer ist im Durchschnitt für mich der einfach zu führendere Molosser. Das ist meine Meinung. Also, optische Ähnlichkeit vorhanden, auf jeden Fall. Charakterlich eher weniger. Der Broholmer vielleicht der etwas sanftmütigere Riese. Der Tosa, der vielleicht etwas aufbrausendere. Häufig, nicht immer. Wirklich typische Gebrauchshunde sind beide nicht. Ja? Ja, klar, man kann mit einem Tosa und mit einem Broholmer arbeiten, wenn man was drauf hat als Hundehalter. Aber würde ich es auf derartigen Sport, auf Abrichtersport abgesehen haben, nein, dann wäre der Tosa oder der Broholmer nicht meine erste Wahl. Das möchte ich so vielleicht erklärt haben. Ja? Also, das waren die beiden Zwillinge. Als nächster folgen der Bubul und der Bullmastiff. Ja. Der südafrikanische Mastiff, der Bauernhund, denn das bedeutet Bubul. Herrliche Hunderasse. Ebenso der Bullmastiff, der Gamekeepers Night Dog, der Nachthund des Wildhüters. Der Bubul wurde einfach nur zum Schutz, zur Bewachung von Farmen in Südafrika erschaffen, aber auch zum Hüten und Treiben des Viehs. Diese Hunde beschützen Farmen mit Bravour da drüben, ja, und die Effektivität bei dieser Aufgabe hat sich schon weltweit herumgesprochen. Diese Hunde sind mittlerweile auch äußerst beliebt in Mitteleuropa und über den Atlantik in der USA. Und auch ich mag sie unheimlich gern, sind wunderschöne Hunde und Pound for Pound für mich die stärksten Hunde der Welt. Ein Bullmastiff ebenfalls, herrliche Hunde, gezüchtet, um den Wildhüter bei der Jagd nach Wilderer zu unterstützen, die Wilderer aufzuspüren, umzuwerfen, festzuhalten, ohne zu töten. Ja, Top-Hunde. Beides sehr, sehr gute Wach- und Schutzhunde. Speziell beim Bullmastiff gehen wir uns zuerst mal die Anatomie ansehen. Also, dass hier eine phänotypische Ähnlichkeit besteht, muss man, glaube ich, nicht wirklich sehr stark begründen. Ja. Klar haben sie verschiedene Kopfformen. Der Bubul zumeist einen längeren Fang, auch eher einen blockartigeren Kopf, während der Kopf des Bullmastiffs mit kürzerem Fang und eher runder ausgestattet ist. Ja. Außerdem ist der Bullmastiff etwas quadratischer gebaut, meiner Meinung nach, während der Bubul scheinbar die längere Wirbelsäule hat. Ja, trotzdem, man kann diese Hunde miteinander verwechseln und da muss man nicht so weit von denen entfernt sein. Den letzten Bubul habe ich gesehen vor etwa 1,5 Jahren, da war ich mit Vito unterwegs, kam mir ein brauner Hund entgegen. Von der Ferne dachte ich mir, Bullmastiff. Na, dann kam er näher und ich dachte mir, etwas zu starkknochig für einen Bullmastiff. Und das möchte was meinen, liebe Zuseher. Sie wissen, was Bullmastiffs für Brocken werden. Ja. Doch Burbuls da draußen laufen herum mit 70 cm Schulterhöhe und 90 Kilo Gewicht. Das sind Monster teilweise. Und dass das Ganze nicht mehr förderlich ist für die Gelenke und so wissen wir. Ja. Aber es ist nun mal so. Sie zählen zu den substanzvollsten Hunden. Größen-Gewichts-Verhältnis, wenn man so will, der Welt. Auch Bullmastiffs können recht schwer werden. Da laufen auch Hunde mit über 70 Kilo umeinander. Wobei mir persönlich der Bullmastiff mit über 70 Kilo zu schwer ist. Ja. Also, ich sag mal, ein wirklich kapitaler Bullmastiff, rüde, groß mit 68 cm Schulterhöhe und 60 Kilo wäre für mich optimal. Optische Ähnlichkeit, ja. Charakterlich,
Auch hier möchte ich das vielleicht so erklären, dass es sich ähnlich abspielt wie bei Tosa und Broholma. Wobei der Bullmastiff häufig nicht ganz so gemütlich wie der Broholma unterwegs ist. Der Bull allerdings häufig derartig kantig unterwegs ist, charakterlich wie der Tosa. Ein Bullmastiff. Auch Bullmastiffs können Feuer haben. Ich sage Ihnen was. Einer meiner besten Freunde, der Franz in Wien drinnen, der hatte ein Bullmastiff-Brüderpaar und hat sich wöchentlich bei mir beklagt, weil die beiden so scheu, so misstrauisch, so ängstlich sind. Da waren sie nicht ganz 2 Jahre alt. Ich habe ihnen ständig gesagt, gib ihnen noch 1 oder 1,5 Jahre Zeit. Die kommen schon. Ja, ich bin dann aus Wien ausgezogen nach Burgenland hierher. Nach 2 Jahren habe ich ihn wieder getroffen und habe ihn gefragt, na, und wie schaut es aus mit deinen beiden Buben? Ja? Das waren souveräne, ausgeglichene, selbstbewusste, mutige Rüden geworden. Ja? Also, Bullmastiff, so wie viele Molosserrassen, brauchen häufig auffallend länger, um im Kopf erwachsen zu werden als andere Hunde. Ja? Und wie gesagt, speziell beim Bullmastiff ist mir das vielleicht schon öfter aufgefallen als bei anderen Molosserrassen. Doch wenn diese Hunde mal fertig sind, ja, wenn sie mal erwachsene Hunde darstellen, egal ob ein Mädchen oder Junge, dann ist da ein anständiger Wach- und Schutztrieb da, das sind ruhige, nervenfeste, es sind einfach charakterlich starke Hunde. Hier ähneln sich der Bull und der Bullmastiff sehr. Nur würde ich sagen, ist der Bullmastiff vielleicht etwas führiger. Im Durchschnitt leichter zu führen, als es der typische Bull ist. Ja? Ja, für beide brauchen sie ein Händchen, das sind beide Kraftmonster, ja? Gar keine Frage. Ja, Gebrauchshunde sind ebenfalls beide nicht unbedingt. Auch hier gilt, ja, wenn Sie ein toller Hundemensch sind, können Sie mit diesen Hunden vielleicht was anfangen und eventuell den einen oder anderen Gebrauchshundebesitzer verblassen lassen. Ja, wenn Sie gut drauf sind, ja, aber möchte ich am Platz arbeiten, ja, suche ich mir sicher keinen Bull und auch keinen Bullmastiff aus. Apropos Bull, einer meiner Dog Special Freunde, der Werner, besitzt einen wunderschönen Bull, den Enyo. Liebe Grüße Werner, Knuddel Enyo von mir. Den Hulk. Ja, das waren die beiden. So, 1, 2, 3, 4 Paarungen habe ich noch. Deutsche Dogge, Bullikuta. Deutsche Dogge und Bullikuta. 2 der Riesen dieser Kategorie. Beide stellen Hunde dar, die sich häufig auf 1 Meter Schulterhöhe zubewegen. Irre, ja? Wenn eine deutsche Dogge auf mich zukommt, fühlt es sich für mich immer so an, als würde sich ein Ross mir nähern. Ja? Und ganz im Widerspruch zu der Optik, welche die deutsche Dogge präsentiert, ist manchmal ihr Charakter. Denn häufig sind deutsche Doggen extrem liebenswürdig, freundlich, verspielt, ja, regelrecht harmlos, möchte ich fast sagen. Ja? Obwohl sie optisch manchmal etwas anders aussehen. Zum Charakter des Bullikutas dann später. Sehen wir uns mal die anatomische Ähnlichkeit dieser beiden an. Deutsche Dogge, Bullikuta sind Mastiff, Alango Mastiff. Optisch auf jeden Fall ähnlich. Die deutsche Dogge vielleicht etwas fein geschliffener, der Bullikuta etwas kantiger, aber Phänotyp, Ähnlichkeit ist vorhanden, brauchen wir nicht reden. Beide ähnlich schlank, dennoch substanzvoll gebaut, mit langer Wirbelsäule, langen Gliedmaßen, ähnlicher Aufbau des Kopfes. Ja, aber das war's, weil charakterlich unterscheiden sich die beiden wie Tag und Nacht. Deutsche Dogge früher mal ein Saupacker gewesen, auf Hirschjagd gewesen, in den dunklen Wäldern Germaniens. Bullikuta, ein ehemaliger und sehr alter Kriegshundetyp, der noch heute in Pakistan und Indien sehr gerne als Kampfhund missbraucht wird. Während die deutsche Dogge sehr häufig sehr liebenswürdige Hunde sind, ist der Bullikuta genauso häufig mit wahnsinnig viel Feuer ausgestattet. Ich schrieb mal mit einem Pakistani und mit einem Inder, mit Online-Übersetzer. Beide besaßen Bullikutas und beide bestätigten mir das, sagten, ja, in vielen Situationen mit Vorsicht zu genießen, weil da und dort und dort, aber das sind schon Hunde, wo man wissen muss, was man tut. Und Sie wissen ja, speziell die Leute in Pakistan und Indien, die sind meistens etwas kleiner oder leichter als die typischen Menschen in Mitteleuropa. Wenn ich mir dann auf YouTube da einen indischen Herrn mit 1,60 Meter und 55 Kilo ansehe, der an der Leine einen 90 Kilo Bullikuta führt, den der Geifer
beim Fang runterläuft, ja, da denke ich mir schon oft, ja, ziemlich selbstbewusst, diese Leute dort. Ja. Ähnlich körperlicher Aufbau, gar keine Frage, doch charakterlich völlig verschieden. Die Deutsche Dogge weit führiger, ruhiger, der Polikuta kein einfacher Kandidat, das sage ich Ihnen. Auch hier gilt es, ja, Deutsche Dogge, lange Beine, lange Wirbelsäule, ist ein Läufer. Aber Deutsche Doggen zählen mit der Bordeaux-Dogge zu den Hunden mit der geringsten Lebenserwartung auf der Welt. Ja. Es gibt viele Deutsche Doggen, die nicht mal 6 Jahre alt werden. Ewig schade um diese herrliche Hunderasse, ja, ewig schade. Polikuta ist ein Hund, der dafür bekannt ist, weit höheres Alter erreichen zu können. Also hier laufen schon 12, 13, 14 Jahre alte Hunde herum in Indien, in Pakistan von diesen Riesen, ja, wo es eigentlich ein enormes Alter ist für derartige Giganten. Jo, das war Deutsche Dogge und Polikuta. Die nächsten sind der Cane Corso und der Mastino Napolitano. Ja. Wie sagten die Gladiatoren immer, Heil Caesar, Morituri de Salutant, ja, also die Todgeweihten grüßen dich. Gladiatoren, Arena und so weiter, Canis Pugnax, römischer Legionärshund. Das ist dieser Hund, aus welchem die beiden Hunderassen in direkter Linie entstanden sein sollen. Also beide gehen direkt auf den Canis Pugnax, den alten römischen Legionärshund, zurück, sind miteinander sehr verwandt und stellten garantiert mal ein und dieselbe Hunderasse oder den ein und denselben Hundetyp. Rassen gab es eigentlich nicht wirklich, ja? Den ein und denselben Hundetyp da. Ich habe da mal eine tolle Studie gesehen, da sehen Sie den Stammbaum aller Molosser und während die anderen Molosser alle da ziemlich verästelt herumlaufen auf diesem Stammbaum, nehmen der Mastino Napolitano und der Cane Corso nur einen Ast miteinander ein. Ja? Also sie gehen direkt auf den Canis Pugnax zurück, ja, präsentieren uns heute den alten römischen Legionärshund. Wobei man nach gewisser Zeit oder bei spezieller Zucht des Cane Corsos immer mehr Augenmerk darauf legte, diese leistungsfähige Variante des alten Legionärshund der Römer beizubehalten. Beim Mastino Napolitano allerdings glitt man häufig in diese Extremzucht ab. Also da kommen Sie teilweise mit Mastinos in Kontakt. Ja, da hat alleine die Haut 40 Kilo. Diese Hunde sind nicht mehr fähig, 100 Meter im Sprint zu laufen. Da haben sie Bänderrisse und was weiß ich was alles. Ja. Doch es gibt auch Leistungslinien beim Mastino. Ich sage Ihnen was. Ich war da mal mit einem Herrn in Kontakt, der mir gesagt hat, sie wären eine große Mastino Napolitano Zuchtgemeinschaft, die es darauf abgesehen hat, sehr leistungsfähige Mastinos zu züchten. Hunde, die nicht zu schwer werden, nicht zu viel Substanz vorweisen, noch diesen alten Legionärshundetyp vorweisen. Er hat mir gesagt, sie züchten und die Welpen werden nur untereinander in dieser Gemeinschaft vergeben und diese Gemeinschaft reicht bis in die USA. Ich kenne diese Gemeinschaft nicht, habe noch nie von dieser Gemeinschaft gehört und hatte dann auch keinen Kontakt mehr mit diesem Herrn, der ist abgebrochen, aber er versicherte mir, es gibt sie. Ich habe auch schon Mastinos gesehen, die recht fit beieinander waren, aber ich habe auch schon Mastinos gesehen, die fürchterlich aussahen. Ja. Beim Cane Corso ist es nicht so wild. Ja. Also optisch, um einmal auf die Optik näher einzugehen, optisch auf jeden Fall eine Ähnlichkeit da. Ja. Der Cane Corso, der etwas leichter wirkendere Hund, der Mastino mit mehr Falten behaftet, wird auch manchmal etwas höher und häufig 20 Kilo schwerer. Nochmal, auch bei den Cane Corsos gibt es Hunde, die in die Extremzucht abrutschen, speziell in der USA laufen 80 Kilo schwere Cane Corsos herum, aber das ist für mich kein römischer Legionärshund mehr. Auch ich kenne in Sauerbrunn einen 70 Kilo Rüden, auch der ist mir schon zu schwer, also hat mit diesen alten Legionärshunden nichts mehr zu tun. Für mich sieht das ist eine persönliche Meinung, sieht der optimale Cane Corso schon etwas anders aus. Ja, also wie gesagt, optische Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Ja. Charakterlich auch da ähneln sie sich, nur ist der Cane Corso in allem etwas schneller und er ist mit Sicherheit der bessere Gebrauchshund und ist für mich, wenn wir den Rottweiler oder den Boxer außen vor lassen, welche ja keine klassischen Molosser sind, so wie der Cane Corso, dann ist für mich der Cane Corso der beste Gebrauchshund aller Molosser, die es gibt auf der ganzen Welt. Ja. Denn, so wie der Christian, einer meiner Dog-Special-Freunde schon gesagt hat, einen Cane Corso kann man auf Gebrauchshundeniveau ausbilden und damit hat er vollkommen recht. Ich sah schon herrliche Arbeiten mit dem Cane Corso. Der Mastino Napolitano, obwohl er dem Cane Corso charakterlich ähnelt, ja, er besitzt nicht ganz die Fähigkeit,
zu diesem Thema, wie sie der Cane Corso besitzt. Der Mastino ist langsamer, nicht nur körperlich, sondern meiner Meinung nach auch geistig etwas langsamer. Beweist nicht ganz so diesen Will to Please, diese Lernwilligkeit, wie es der Cane Corso tut. Vielleicht hat das mit dem doch häufig auffallend mehr an Substanz zu tun. Kann möglich sein. Und obwohl die beiden sehr nah miteinander verwandt sind, habe ich schon viele Cane Corsos bei der Arbeit am Platz gesehen, aber noch niemals einen Mastino Napoletano. Ja. Einen Mastino Mix hatte ich mal am Arm. Für den hatte ich großen Respekt. Ähnliche Anatomie, ähnlicher Charakter, doch der führigere Hund, der sich besser für die Arbeit eignet, ist der Cane Corso. Er ist auch der sportlichere Hund, mit dem Sie sicher besser bedient sind, wenn Sie outdoor irgendwelche Aktivitäten tun wollen. Können Sie auch mit dem Mastino, wenn Sie sich auf die Substanz, die dieser Hund häufig mitnimmt, einstellen. Ja. So, 2 haben wir noch. Und zwar ist die nächste Paarung der American Bulldog vom Scott-Typ und der Dogo Argentino. Ja. Das sind unbestritten 2 der besten Wildschwein-Jagdhunde, 2 der besten Packerrassen auf der ganzen Welt. Vielleicht sogar die 2 besten. Verfolgt vom Presa, vom American Pitbull Terrier, vom Cane Corso, ja auch vom Cane Corso, mit dem besonders in den USA gerne die Packerjagd veranstaltet wird, in Europa weniger. Es gibt ja 3 Typen des American Bulldogs, den schon von mir zuvor vorgestellten Johnson-Typ, das ist der schwerste, dann den Hybrid, das ist der Mittelding, und eben diesen Scott-Typ. Dogo Argentino gibt es nur diesen einen, wissen wir. Ja. Anatomische Ähnlichkeit muss ich Ihnen, glaube ich, hier nicht viel dazu sagen. Klar, Kopfform unterscheidet sich ein klein wenig, ist aber nicht krass. Auch ist der Dogo Argentino vielleicht immer 2, 3, 4, 5 cm höher, aber das war's. Ja. Beide sind hauptsächlich in Weiß vorzufinden, also der Dogo immer, bis auf hier und da mal ein Monokel, ähnlich wie die Bull Terrier, oder durchs weiße Fell durchscheinende schwarze Pigmentflecken, auch die sind erlaubt. Und den American Bulldog sieht man schon öfters auch mit größeren Platten, gestromt, braun gestromt, schwarze Platten, hellbraune Platten, gelbe Platten, rote. Aber häufig sind sie auch reinweiß, so wie dieser hier. Ja. Wenn Sie diese beiden Hunde nebeneinander hinstellen, müssen Sie kein Laie sein, dass Sie genau schauen müssen, ja, welcher wer ist. Das ist meine Meinung. Starke anatomische Ähnlichkeit, sehr stark ähnlicher Phänotyp, auch charakterlich ähneln sie sich recht, bis auf einige Kleinigkeiten. Ja. Doch einmal kurz eingetaucht in die Leistungsfähigkeit. Nehmen sich beide nicht viel. Ich sage Ihnen was, bei manchen American Bulldogs des Scott-Typs können sich die leistungsfähigsten Dogo Argentinos der Welt hinten anstellen. Das sind extrem starke, ausdauernde, bewegliche, schnelle Power-Dogs. Das ist der Dogo Argentino auch. Also die fahren hier einen Level, meiner Meinung nach, charakterlich. Beide, wenn sie den typischen Rassestandard vertreten, sind Top-Familienhunde. Hier kleine Vorteile für den American Bulldog, das möchte ich dann erklären. Beide sind Top-Wach- und Schutzhunde, haben einen stark ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Und sagte ich schon Familienhunde? Ja, sagte ich schon. Wo sie sich stark voneinander unterscheiden, ist die Führigkeit. In dieser Kategorie führen die American Bulldogs, egal welchen Typs, ob das jetzt ist der Johnson, der Hybrid oder der Scott wie hier, neben dem deutschen Boxer und dem Rottweiler und dem Cane Corso, die Führigkeit an in dieser Kategorie. Die American Bulldogs zählen mit dem Cane Corso, wenn es jetzt um die klassischen Molosser geht, für mich als die führigsten Molosser in dieser Kategorie. Angeführt Cane Corso und dann kommt schon der American Bulldog, ist meine Meinung. Mit diesen Hunden wurde immer gearbeitet und auch die American Bulldogs können mit Händchen auf Gebrauchshundeniveau ausgebildet werden. Das gelingt ihnen mit dem Dogo Argentino nicht so leicht. Das sind ebenfalls Hunde, die immer mit ihren Besitzern zusammenarbeiten mussten. Doch nie in so vielen verschiedenen Aufgaben, wie es die American Bulldogs immer tun mussten. Und ich habe schon vorher beim Johnson erklärt, das vererbt sich nun mal, dieser Will to Please. Ja? Er ist auch bei einem Dogo vorhanden und es gibt sicher da draußen Dogo-Besitzer, die herrlich arbeiten, Unterordnungen mit ihren Hunden hinlegen. Das bestreite ich ja gar nicht. Ich sage nur, dass sich der American Bulldog dafür weit besser eignet. Ja? Mehr sage ich nicht. Beide sind Top-Familienhunde. Und ich habe vorher gesagt, kleine Vorteile für den American Bulldog, weil der aufgrund seiner Tätigkeit als Farmershund seit hunderten Jahren
immer schon in Großfamilien harmoniert hat. Ist beim Dogo anders. Diese Hunde wurden häufig zusammen mit anderen Jagdhunden, Großwildjägern in Zwingern gehalten, hatten zumeist weniger Kontakt, derartig intensiven Kontakt zur Großfamilie, wie es die American Bulldogs hatten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich sage, dass der American Bulldog, wenn es um das geht und wir hier wirklich hart entscheiden, der bessere Familienhund ist. Aber auch der Dogo kann ein toller Familienhund sein. Also, optische Ähnlichkeit, gar keine Frage. Charakterlich in vielen Dingen ähnlich, Leistungsfähigkeit, alles. Aber der führigere Hund, der Amerikaner, ganz klar, besser trainierbar, leichter zu erziehen, meiner Meinung nach. Ja. Beide tolle Wach- und Schutzhunde, gibt es gar nichts. Ja, und wunderschön, mehr kann ich dazu nicht sagen. Letzte Paarung, Presa Canario und Dogo Canario. Ja, eine leidige Geschichte, liebe Zuseher, was soll ich Ihnen sagen? Es ist, dass sich die beiden phänotypisch ähneln, das ist kein Wunder. Ne? Das wird niemanden überraschen. Schauen Sie, ist eine Streitgeschichte des Namens wegen. Presa Canario gibt es ja normalerweise gar nicht. Ne? Der ist ja offiziell nicht von der FCI anerkannt. Anders als der Dogo Argentino, der offiziell als Hunderasse anerkannt ist. Ja? Der Name Presa Canario bedeutet nichts anderes als Packer von den Kanaren. Und das hat heute verschiedenen Verbänden nicht gefallen, dieser Ausdruck. Packer von den Kanaren. Müssen wir ändern. Ja, haben sie dann getan. Na, diese Hunderasse wird nur anerkannt unter anderem Namen und wenn wir beim Rassestandard, beim anatomischen noch etwas verändern, dann gut. Ja. Die meisten sind diesem Aufruf oder diesem Befehl gefolgt. Irgendwann hieß dieser Hund dann Dogo Canario, ja, zu den anatomischen Unterschieden dann etwas später. Aber speziell auf den Kanaren gibt es noch immer eingeschworene Presa Canario Züchter, die einen Dreck drauf geben, was andere befehlen. Die sagen, na, das war immer der Presa Canario, für uns bleibt er das. Ja. Obwohl ihre Hunde offiziell nicht vom FCI anerkannt sind. Ja. Anatomisch. Schauen Sie, wenn wir es hier wirklich hart bewerten, ja, uns die Unterschiede zwischen Presa Canario und Dogo Canario wirklich ganz genau unter die Lupe nehmen, möchte ich sagen, dass der typische Presa Canario, ja, der arbeitende Hüte, Treibhund, Großwildjagdhund, vielleicht einen kleinen Ticken schlanker ist, ja, etwas athletischer wirkt, während der Dogo Canario der Hund ist, der substanzvoller ist, etwas mehr diesen Molosser-Einschlag hat. Ja. Die sind gleich groß, meistens gleich schwer, denn ich sage Ihnen was, ich sah Presas, die gingen auf jeder Ausstellung in Europa als Dogo Canarios durch und ich sah Dogo Canarios, die gingen überall auf den Kanaren als Presa Canarios durch, optisch. Ja. Und wenn wir uns den Charakter ansehen, ja, dann würde ich sagen, dass vielleicht der typische Presa Canario vielleicht mit ein klein wenig mehr Feuer ausgestattet ist als der typische Dogo Canario, der ebenfalls oft Feuer besitzt. Wissen Sie, was beide Rassen miteinander verbindet? Das ist ihr unerschütterlicher Wach- und Schutztrieb. Erwachsene Presa oder Dogo Canarios zählen mit Sicherheit zu den besten Wachhunden und zu den effektivsten Schutzhunden der Welt. Ich möchte nicht unbedingt sagen den besten Schutzhunden, weil ich der Meinung bin, dass ein Presa oder ein Dogo Canario, wenn der mal in Fahrt gerät, ja, nicht so leicht abzurufen ist wie ein Riesenschnauzer, ein Rottweiler, ein deutscher Schäferhund oder ein Dobermann. Ja. Und das ist eben eine Sache, die ist für mich enorm wichtig, wenn es ums Thema fantastischer oder bester Schutzhund geht. Dass ein Presa oder Dogo Canario effektivste Schutzhunde sein können, ist ganz klar. Das sind wahnsinnig kräftige Power Dogs. Ja. Und wenn so ein Hund auf sie losgeht, weil sie seinen Besitzer bedrohen, ja, nur dann gute Nacht, das kann ich Ihnen nur sagen. Ja, aber dann ist halt so, dass oftmals der Besitzer dieses Hundes schwer zu kämpfen hat, um diesen Hund von diesem Vorhaben wieder abzuhalten. Ist nun mal so, da bleiben wir bei der Wahrheit. Was hat, das hat's. Ja. Ja, also, auf jeden Fall anatomische Zwillinge, der Presa Canario, der Dogo Canario, ja, und derselbe Hund, wobei der Dogo vielleicht heute ein bisschen, wie gesagt, wenn wir es ganz genau nehmen, ein klein wenig mehr Substanz vorweist, der Presa ein bisschen schneller ist und vielleicht ein bisschen feuriger ist. Ja, gut.
das war es eigentlich jetzt gut mit diesem Vergleich. In irgendeinem Film habe ich das mal gehört, ich weiß nicht, ja, dieses gut. Viele Villa Brasileira Besitzer werden sich jetzt denken, was ist mit dir? Wo ist unser Hund? Ja, ich sage Ihnen das gleich. Ich habe keinen Zwilling gefunden zum Villa Brasileiro. Ich habe schon einen gefunden. Aber den, welchen ich gefunden habe, das ist kein Molosser. Das wäre der Bloodhound. Das ist ein typischer Lauf- und Schweißhund. Hat mit Molossern nicht wirklich viel zu tun. Deswegen steht der Villa Brasileiro zum Beispiel für mich hier allein da. Der richtige Villa. Mit dem langen Behang, mit dem fast fehlenden Stopp, ja, mit dem stark überbauten Rücken. Wunderschöner Hund, der Villa Brasileiro. Ein Top-Molosser. Wenn Sie mehr über diesen Hund wissen wollen, sehen Sie sich das Video an, was ich über ihn gebracht habe. Ja, das ist der Grund. Liebe Zuseher, ich hoffe, es war halbwegs amüsant für Sie. Für mich weniger, weil mir ist eiskalt. Meine Finger sind eingefroren, aber ich gehe jetzt sowieso nach Hause und trinke einen guten Kaffee. Dann muss ich Gas geben, das Ganze noch schnell alles zu verarbeiten, hochzuladen, umzuwandeln, untermalen mit Audio und das und dort und da. Ich hatte nämlich kurz vor dem Dreh Probleme mit der Hardware, dann hatte ich Probleme mit der Software, jetzt habe ich das alles halbwegs in den Griff bekommen. Ich muss mir eine neue Kamera zulegen, denn ich habe gesehen, dass es auch jetzt noch nicht wirklich passt. Aber ja, ich habe mein Bestes gegeben und musste das jetzt hinter mich bringen, sonst wäre das Video jetzt, wo Sie es sehen, noch nicht rausgegangen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.